Irgendwann haben wir dann die Zinnen hinter uns gelassen, das Gelände ist leichter geworden und haben wieder ein bisschen Zeit zum Quatschen gehabt. Und wenn wir da über die Malgrubenscharte gegangen sind, haben wir eben über den Brückenschlag geredet, der geplant ist zwischen Lizum und Schlick. Und dann bin ich mal richtig erschrocken, weil ich sie gehört habe, die Gondel. Ich muss zugeben, nach 2 Tagen, wo man sich wirklich vorkommt wie ein bisschen in einem Abenteuer in der Wildnis, war das eine total abstrakte Vorstellung. Der Vater hat immer wieder von den Kalkkegel erzählt. An was ich mich am besten erinnern kann von den Geschichten ist einfach, dass es extrem brüchig sein soll und einfach richtig alpines Gelände, wo man als reiner Sportkletterer, sage ich jetzt einmal, seine Schwierigkeiten hat. Der Markus und ich, wir kennen uns vom Bergführen und wir wollten schon lange mal was in die Kegel klettern. Weil wir so einen richtigen Kegelklassiker gehen wollten, haben wir uns die Himmel und Erde ausgesucht. Vom Hannes Schmidhuber und Kuno Rainer erst begangen, 1935, was für mich eine Wahnsinnsleistung ist. Wir sind dann aus den Hauptschwierigkeiten rausgeklettert, sind dann über das leichte Gelände auf den Gipfel geklettert und haben eigentlich die ganzen Kalkkegel gesehen. Und da gibt es eben ganz ein großes Ziel für Allround-Bergsteiger, für Allround-Alpinisten. Und das war eben die gesamte Überschreitung im Winter. Ja, die ganze Überschreitung von den Kalkkügeln haben wir halt von West nach Ost geplant. Also wir wollten am kleinen Burgstall in der Schlick starten. Das sind im ersten Teil so die höheren Gipfel wie Schlicker Seespitz und Ochsenwand und so weiter. Dann haben wir Biwak geplant gehabt auf der Alpenclub-Scharten und eben am Schluss bis zur Nockspitze, wo unser Ziel dann war, nach 2 Tagen. Bei diesen kleinen Gruppen, wie diese Zinnen, Mandeln, Türme, haben wir uns die Regel gemacht, dass wir da nur auf einen immer von diesen Spitzen rauf müssen. Weil wenn man da auf alle geht, dann ist man wahrscheinlich einen Monat unterwegs. Mitgenommen haben wir eigentlich nur das Notwendigste zum Klettern. Den Kocher haben wir natürlich mitgenommen, ein kleines Biwakzeug. Aber wir haben geschaut, dass wir so schnell und leicht wie möglich unterwegs sind. Also für eine winterliche Überschreitung der gesamten Kalkkegelkette braucht man natürlich ganz enorm gute Verhältnisse. Es fängt an beim stabilen Wetter über mehrere Tage. Dann sollte natürlich nicht zu tiefer Pulverschnee sein, also so ein bisschen ein harsch oder ein tragender Schnee wäre natürlich ganz wichtig für diese Überschreitung. Also einzelne Passagen natürlich kann man gut sichern, aber sonst ist halt viel am laufenden Seil oder seilfrei. Und da muss man sich jetzt sicher sein, dass das passt und dass da jeder selber einfach gut vorankommt. Also
Christoph, wo sind wir? Seespitz. Seespitz, genau. Seespitz. Der imposanteste Gipfel am ersten Tag war sicherlich die Seerspitz, weil da musst du über die Mauer drüber. Das ist einfach eine wahnsinnig imposante Stelle. Die Orientierung in diese ganzen Türme und Schotterhaufen ist sicher eines von den anspruchsvolleren Sachen auf der ganzen Tour. Da gibt es oftmals mehrere Möglichkeiten, ein Bandel links, ein Bandel rechts. Und rein vom Hinschauen siehst du das am Anfang echt nicht, wo es da lang geht. Wir haben uns dann da teilweise aufteilt, dass einer da geht und der andere da. Und dann haben wir geschaut, wer schneller den besseren Weg findet. Und wenn einer ansteht, ist er halt wieder zurückgekommen und der Spur vom anderen nachgegangen. Die Riepenwand ist sicher eine der bedeutendsten Wände in den Kalkkögeln. Da sind immer wieder eigentlich historisch große Eisbegehungen gemacht worden. Das fängt an mit den großen Begehungen vom Auchenthaler und Rewitsch. Die Auchenthaler Westwand hat erst eine freie Begehung durch Raimund Haas. Späten 70er, frühen 80er Jahren die Seilschaft Schirstel-Wolf, die dort mit King Crimson und Super Crimson zwei ganz schwere offene Wandklettereien eröffnet haben. Es geht dann in die 80er Jahre mit dem Andi Ogler weiter, der den Meilenstein und sagenumwobenen Riepenpfeiler erst begangen hat. Wird angezweifelt, aber es ist noch nicht bestätigt, die Tour ist auch noch nicht wiederholt. Es war eigentlich ein Zufall, dass wir zu Silvester dann wirklich bivouakiert haben, weil es einfach die einzigen 2 Tage waren, wo wir Zeit gehabt haben und wo das Wetter passt hat. Umso lässiger war das nachher, wenn wir da oben geguckt sind und die Raketen anzünden haben und auf Innsbruck angeschaut haben. Wie Grad haben wir, Christoph? -10? Ha? Am zweiten Tag haben wir in schwierigsten Tal fahren gehabt, das sind die Zinnen. Und da haben wir in der Früh einmal gleich prächtig mit dem Verhauer gestartet. Entweder wir gehen jetzt da raus oder wir gehen gleich zurück. Was an so Gradüberschreitungen der Reiz eigentlich ist das, es ist körperlich recht anspruchsvoll. Es ist von der Wegfindung her nicht so einfach. Man muss lang konzentriert bleiben, weil es meistens einfach lange Strecken sind, die man zurücklegt. Ein Fehltritt ist da einfach ein Fehltritt, das geht nicht. Und es ist landschaftlich total lässig, weil du wieder auf einen Gipfel kommst, wieder einen lässigen Aussichtspunkt hast und dann geht die ganze Geschichte wieder von vorne los. Nach dem Harten haben wir dann gewusst, die Hauptschwierigkeiten sind vorbei und ein total lässiger Punkt war noch rein und das war die Lizumer Nadel. Da ist dann langsam die Sonne untergegangen und ja, es war ein geiler Moment. Wieso bin ich lieber Bergführer als Meteorologe im Moment? Ja, weil es mir einfach mehr taugt, draußen sein. Also ich will raus, ich will die Berge sehen, ich will neue Sachen sehen. Und durch das sind einfach die Tage viel erfüllter, wie wenn man jetzt in irgendeinem Büro hocken würde und jeden Tag das Gleiche machen. Das Bergsteigen und das Bergführen an sich ist für mich eigentlich der Hauptbestandteil von meinem ganzen Leben. Und ich mache es eigentlich deswegen, weil wenn ich mich in den Berg bewege, dann bin ich am Abend einfach glücklich.